Kollektives Visualisieren, VHS-Träume, VHS-Fanatismus. Warum habe ich dieses Thema für wichtig erachtet, um daraus ein Video machen zu wollen? Also in meiner praktischen Erfahrung habe ich oft erlebt, dass vom Visualisieren im Kollektiven oft abgewichen wird in Träumerei oder in den Fanatismus. Klar ist Träumen auch eine Form des Visualisieren, aber sie ist eine passive Form. Keiner kann die Form des Visualisieren erraten, noch verstehen. Das Problem beim Träumen ist, dass man in seinem Ich- und Mein-Verständnis geht, was dazu führt, dass der feinstoffliche Körper gar nicht nach außen gerichtet ist, sondern voll und ganz im Innern ist. Deswegen ist es nicht möglich, dass der andere die Gedanken aufnehmen kann. Beim kollektiven Visualisieren versucht man aktiv Bilder oder Gedanken zu übertragen, in einem Zustand von einem Wir-Gefühl. Und darüber macht man dann allmählich Fortschritte in diesem Bereich. Der häufigste Fehler ist, dass das Träumen verwechselt wird mit dem kollektiven Visualisieren und somit in eine Gewohnheit rutscht, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Beim Träumen spielt sich alles im Unterbewusstsein ab. Und wenn man sich in diesem Thema verliert, rennt man Schatten nach und versucht die Träume zu deuten. Aber das ist Traumdeutung und hat nichts mit kollektivem Visualisieren zu tun. Es ist so wie das Philosophieren ohne Struktur, was zu Sentimentalismus, also Träumerei führt. Ich will aber nicht die Träumerei als diese verurteilen, aber sie lenkt vom Thema kollektives Visualisieren weg und nicht hin. Es geht um Qualität und nicht um Quantität im Sein. Ein weiterer Fehler ist der Weg des Fanatismus, wo die Struktur mehr Raum hat als die Philosophie, was unweigerlich zu Fanatismus führt. Man erstickt sich und andere anhand von Dogmen, Vorstellungen und versucht durch Zorn und Einschüchterung den anderen zu etwas zu bewegen, was oft das Gegenteil bewirkt. Zwang ist nie eine Lösung, weil die Würde und der freie Wille wird sich immer gegen den Fanatismus stellen. Oftmals kommt es hier zu einer irrsinnigen Ansicht des Lebens, was man damit vergleichen kann, dass man den Verstand verlieren nennt. Der Fanatismus an sich führt unweigerlich in einen Zustand des Krieges innerhalb der Familie, Freunden und Partner, wohingegen bei der Träumerei alles zu einem Zustand Übersensibilisierung führt. Also sollte jeder für sich im kollektiven Bereich erst einmal klären, was die Natürlichkeit des Seins bedeutet, was die Natur des Menschen ist. Und klar werden Träumerei und Fanatismus immer mal auftauchen, aber es sollte immer sekundär geschehen. Stellt euch das vor wie bei der Fahrschule. Man wollte immer Auto fahren und hat davon geträumt oder daran gedacht. Dann musste man die Theorie machen, um zu verstehen. Und in der Praxis wollte man sich beweisen. Fanatismus. Und wie oft habt ihr Fehler gemacht? Und trotzdem habt ihr am Ende den Führerschein bekommen, weil ihr natürlich weitergemacht habt. Voltaire, ein Philosoph, sagt hierzu, der Fanatismus ist das Ergebnis eines falschen Bewusstseins, das die Religion den Launen der Fantasie und der Unberechenbarkeit der Leidenschaften dienstbar macht. Im kollektiven Visualisieren ist man im bewussten Zustand. Das geht dann bis dahin, dass man ins Über-Ich, der Transzendenz geht und damit arbeitet. Man arbeitet mit positiven Eigenschaften, die auf Güte und Recht basieren, um das Ziel zum kollektiven Visualisieren zu erreichen. Bei Träumerei und Fanatismus ist das nicht der Fall, da man nicht auf diese Dinge angewiesen ist. Also falls ihr merken solltet, dass ihr euch in die Träumerei oder Fanatismus verliert, brecht es ab. Ihr verschwendet nur eure Energie. Natürlich könnte ich noch mehr zu diesem Thema ausführen und noch wesentlich intensiver auf das Thema eingehen. Aber dies soll als Anregung und Warnung dienen. Bei Fragen und Anregungen meldet euch einfach. Ich würde mich freuen.